Hallo Audio Engineers, hallo Mixing Freunde. Ich begrüße euch zu einer brandneuen Folge Bastis Bassstunde. Der Sommer ist vorbei, der Herbst steht vor der Tür. Die Audiofreunde zieht es langsam wieder zurück in ihre Studios, so auch mich. Und pünktlich zum Herbst hat Behringer ein neues Update für die Behringer Wing rausgebracht, nämlich das Firmware-Update 1.12. Dieses Firmware-Update bietet uns wieder viele coole Features. Eins davon habe ich mir jetzt in dieser Folge mal genauer angeschaut. Bevor ich euch dieses neue Feature nun vorstelle, möchte ich euch wie immer bitten, abonniert meinen Kanal. Da unten links, da ist der Subscriber-Button. Da klickt ihr drauf, macht die Glocke an, dann freue ich mich. Und umso mehr wie ich mich freue, umso mehr Videos mache ich auch. Und jetzt gucken wir mal, was das neue Firmware-Update für uns so zu bieten hat. Das neue Feature, was ich euch heute zeigen möchte, sind die sogenannten Channel Effect Strips. Channel Effect Strips heißt nichts anderes wie, es gibt Plugins, die hat das Pult schon lange drauf, schon seit einigen Firmwares, aber die gibt es jetzt als FX-Channel zusammengestellt. So, wo finde ich die jetzt? Ich gehe hier auf die Effects, ich wähle mir einen leeren Slot an und ziehe hier an der Seite jetzt zusätzlich zu meinen Premium und meinen Standard-Effekten noch dieses neue Tabellenblatt hier unten. Und hier unten haben wir jetzt diese 5 FX-Channel Strips. So, und die zeige ich euch jetzt mal, wie die klingen. Ich habe hierfür extra eine Aufnahme diesmal selbst vorbereitet. Einfach ein ganz einfaches Thema. Ich kann euch das mal kurz abspielen, wie das klingt, ohne jegliche Effekte drauf. Also ihr hört im Endeffekt ein Drumset, ein Bass, eine Stereogitarre. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, bei der Stereogitarre habe ich ein bisschen Verzerrung drauf gemacht und einen Chorus drauf, aber alles mit Wing-Plugins. So, und ich zeige euch jetzt diese verschiedenen Channel Strips, die es hier gibt. Ich habe mir überlegt, hier den Even Channel, das ist der erste, den nehme ich jetzt einfach mal für die Kickdrum. Das heißt, ich nehme mir einen freien FX-Slot. Ich nehme jetzt einfach mal den hier oben, leg mir da diesen Even Channel rein und jetzt kann ich den wie gewohnt in meinen Channel hier unten auf dem Pult in meinen Fader Weg laden. Dazu gehe ich auf Home, ich nehme einen Insert Slot, ich nehme jetzt in dem Fall mal den vor dem Fader, damit ganz einfach der Fader später den Effekt nicht beeinflusst oder die Kompression und so weiter nicht beeinflusst. So, wie gesagt, ich gehe auf Insert, schalte den an und wähle mir diesen Channel Strip. Das hier ist jetzt der Even Channel Strip. Das heißt, hier ist ein Gate drin, ein Equalizer und Dynamics, das jeweils einem Neve Channel Strip nachempfunden ist. Also ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ich einen Neve Pult habe oder einen Neve Channel Strip, dann habe ich hier das Gate, den Equalizer und die Dynamics, jeweils von einem Neve 88 soll das hier sein. Ich muss das jeweils anschalten, jetzt schalte ich das Gate an. Ich stelle die Bassdrum mal auf Solo in Place in meinem Fall und wir stellen das Gate mal ein. Ich übertreibe es ruhig mal ein bisschen mit den Einstellungen an den Effekten, dass ihr auch seht, was die jeweiligen Plugins dann machen. Also hier ganz klassisches Gate. Dann schauen wir uns den Equalizer an. Auch den muss ich natürlich vorher anschalten. Ich mache mal kurz einen AB-Vergleich.
So, der Equalizer und jetzt noch der Kompressor, der Neve 88 Kompressor. Ich mache jetzt noch mal einen kompletten A-B-Vergleich, Bassdrum mit und Bassdrum ohne den Channel Strip. Okay, das war der Neve, beziehungsweise hier am Pult heißt der Even. Als nächstes schauen wir uns den Soul Channel Strip an. Den Soul Channel Strip möchte ich mir auf die Snare Drum laden. Das heißt, ich wähle hier meine Snare Top aus, nehme mir diesen Insert vor dem Fader, mache den an und lade mir hier diesen Soul rein. Auch hier habe ich wieder Gate, Equalizer und Dynamics. Diesmal allerdings einer SSL-Konsole nachempfunden. Ich mache es wieder genauso wie gerade. Ich übertreibe es ein bisschen mit den Parametern, dass man auch einen Unterschied hören kann. Und dann gucken wir mal, wie der so klingt. Ich muss natürlich hier wieder anschalten. Ich fange jetzt mal hier vorne mit dem Gate an. Dann der Equalizer. Und zum Schluss der Kompressor. Vielleicht noch einen kurzen A-B-Vergleich. Macht, was er soll, und wenn man ihn mit anderen Plugins vergleicht, die SSL-Konsolen nachempfunden sind, finde ich, klingt er auch recht gut. Gut, den nächsten Channel Strip, den ich euch vorstelle, lade ich in meinen Bass-Kanal. Das ist der Vintage Channel Strip. So, wir haben hier den 1176er, wir haben hier einen Equalizer, das ist ein Pultec EQ. Also beziehungsweise hier heißt der Pulsar, aber eigentlich soll es ein Pultec sein. Und hier hinten haben wir einen Leveling Amplifier Modell 2A. Naja, der ist logischerweise dem Teletronics L2A nachempfunden. Okay, dann gucken wir uns die mal an. Übrigens, was sehr liebevoll gemacht ist hier, ist, wenn ich die Amps bzw. die Kompressoren an- und ausschalte, das sieht man recht schön, dann gehen auch hier im Display die Lichtchen ein. Finde ich, da ist viel Liebe auch reingesteckt in diese grafische Oberfläche. So klingt ein 1176er auf dem Bass. Das gefällt mir ganz gut. Und wer sich natürlich auch mit dem 1176er auskennt, der weiß, dass hier die Anzeigen invertiert sind. Also 7 ist der schnellste Attack, 1 ist der langsamste Attack. So ist es hier beim Release auch. 7 ist die schnellste Release-Zeit, 1 ist die langsamste.
Dann schauen wir uns mal den Equalizer an. Dieser PultTec oder Pulsar Equalizer, der ist ein bisschen komplizierter einzustellen, weil man das nicht so gewohnt ist von der Anordnung. Man kann hier also wählen, welche Frequenz man in der Mitte rausziehen möchte. Das zeigen diese Logos. Man kann hier wählen, welche Frequenz man boosten möchte. Das gleiche gilt für Lows. Und hier kann man dann Shelving Filter noch setzen. So, also wie gesagt, mit den Einstellungen, da muss man ein bisschen probieren, auch ein bisschen hier auf die Grafik schauen, dann sieht man recht gut, was die einzelnen Regler so machen. Als letztes gehe ich noch hier in den Leveling, den mache ich auch an und ja, gebe einfach noch ein bisschen von diesem klassischen Klangcharakter des L2A dazu. Ja, der L2A ist ja durch seine Trägheit sowieso ein super Kompressor für Bassgitarre. Okay, wir machen wieder mal einen A-B-Vergleich. Gut, das waren jetzt drei einzelne Channel Strips, die sich besonders gut auf Input Channels eignen. Für Gruppenchannels hat Behringer hier jetzt zwei extra Channel Strips vorgesehen, die zeige ich euch jetzt anhand von Gruppen. Ich habe mir hier zwei Gruppen auf dem Pult angelegt, einmal eine Gruppe nur fürs Drumset und eine Gruppe für Bass und Gitarren gemischt. Und auf der Gruppe für Bass und Gitarren, da lege ich mir jetzt diesen sogenannten Bus Channel drauf. Dazu wähle ich mir hier meinen Bus aus, dann den entsprechenden Insert Slot und hier einen leeren FX-Slot. Und hier rein kann ich mir jetzt diesen Bass-Channel laden. Im Bass-Channel ist einmal ein SSL oder ein Soul Warms drin, also hier heißt er wirklich Soul Warms. Jetzt fragt mich bitte nicht, welcher SSL-Hardware dieser Warms nachempfunden ist. Ich vermute mal einem SSL 500 VHD, bin mir aber nicht sicher. Wie gesagt, hier haben wir einen Soul Warms, dann einen EQ dazu, das ist ein Even 84, also ein Neve 84 Equalizer. Und hier hinten haben wir Dynamics, ein klassischer Basskompressor, ein Soul G, also ein SSL Buskompressor. Wir starten mal hier mit diesem Soul Warms. Hier vorne habe ich Harmonics, hier habe ich einen Drive-Regler, einen Preamp, Color und Mix. Gut, als nächstes der Equalizer. Wie gesagt, einem Neve 84 nachempfunden. Hier haben wir nur 3 Bänder im Endeffekt, jeweils parametrische Equalizer und hier einen Shelf für High und einen Shelf für Low.
Genau, das ist der Equalizer. Jetzt stellen wir noch den Soul-Bus-Kompressor ein. Auch hier wieder liebevoll das GUI animiert mit dem Licht hier. Gefällt mir echt gut. So. Also, Soul Buskompressor macht auch, was er soll. Wie gesagt, ich versuche immer den so um die 4 dB Gain Reduction einzustellen. Ist für mich eigentlich immer ganz cool bei diesem Soul Kompressor oder bei dem SSL Kompressor, weil hier würde ich es nicht übertreiben. Zu guter Letzt fehlt uns jetzt noch ein Channel Strip. Das ist für mich der coolste von allen, weil der ganze 4 Plugins in einem Channel Strip vereint. Wir sprechen hier vom Master Channel Strip und den lege ich mir jetzt hier auch auf meinen Main Out. Genau, also wir wählen hier einen leeren Slot. In diesen leeren Slot legen wir den Mastering, den machen wir auch an und dann ist er hier. In diesem Mastering Channel Strip haben wir jetzt gleich 4 Effekte drin, nämlich eine Tape Simulation, die hat kein direktes Vorbild, einen Mach EQ4, der ist einem Mark EQ4 nachempfunden, einen Enhancer, der hat auch kein direktes Vorbild, lehnt sich aber zum Großteil an den SPL wieder leiser an, und einen Precision Limiter, ganz klassischer Limiter mit ganz klassischen Einstellmöglichkeiten. Ich fange mal mit der Tape Simulation an. Ich muss die natürlich auch anstellen, dann dreht das hier sich auch schön. Ich lasse jetzt mal laufen und dazu mache ich jetzt mal alle Channels auf. Also das heißt, ich nehme die Solo in Place Funktion raus. Ihr hört selber, die ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Da kann ich mir recht schnell meinen Sound kaputt machen und weiß nicht, was eigentlich das Problem ist. Wir gehen zum Equalizer. Hier sind die Bänder alle vorgegeben. Das heißt, ich kann hier nur die Gains verstellen. Habe dafür 6 Bänder. Also einen Sub, dann 40 Hertz, 160 Hertz, 650 Hertz, 2,5 Kilo. Und die beiden gehören zusammen. Das ist nämlich die High oder die Air. Das Krasse bei dem Equalizer ist, dass die Air-Frequenz bis 40 kHz hochgeht, obwohl das eigentlich schon über der menschlichen Hörschwelle ist, aber das schiebt eben so ein ganz leichtes Zirpseln ein. Als nächstes zeige ich euch den Enhancer. Gibt es ja viel Diskussion darüber, braucht man den oder braucht man den nicht. Ich zeige jetzt einfach, was er macht und wie er sich anhört. Kann dann jeder selber entscheiden, ob er einen Enhancer nutzen will oder nicht. Hier gilt das Motto, weniger ist mehr, vor allem bei diesen Frequenzen, die man da dazu gibt oder diesen Harmonics.
Der Enhancer hat auch eine coole Funktion, nämlich dass er Mids und Sides in getrennte Wege aufteilt. Das heißt, ich kann ja das Mono-Mittensignal oder das Seitensignal lauter oder leiser machen. Zu guter Letzt nun der Limiter. Der Limiter sorgt natürlich dafür, dass ich am Ausgang nicht übersteuere, aber ich kann den Klang damit auch noch maßgeblich beeinflussen. Wenn ihr auf die Anzeige hier achtet, werdet ihr merken, dass die jetzt nicht mehr klippt. Am Anfang hat die geklippt, jetzt habe ich den Limiter hier, jetzt klippt hier die Anzeige nicht mehr. Also wirklich mega cool, diese neuen Channel Strips. Es ist jetzt zwar so, dass das keine komplett neuen Effekte sind, also diese Effekte gab es vorher schon auf dem Pult, aber der große Vorteil ist halt, ich kann mir hier bis zu 4 Plugins laden und nutze dafür nur einen Insert-Slot und einen Effekt-Slot. Und ich will euch jetzt mal zeigen, was das in der Maximalausprägung für einen Channel bedeuten würde. Ich kann mir nämlich in einen Channel bis zu, wir zählen mal mit, ein Gate, ich nehme jetzt hier mal irgendein Gate als Plugin, dann einen Equalizer, dann einen Kompressor hier, zack, dann als Insert, dann nehme ich jetzt mal hier den Master und hier unten habe ich nochmal einen Insert-Slot, da kann ich mir jetzt nochmal eine Chain reinladen. Und jetzt haben wir hier auf diesem einen Channel, den ich jetzt hier mal einfach beispielhalber ausgewählt habe, zählen wir mal mit, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Plugins in Reihe auf einem Channel. Wahnsinn. Und das kann ich, lasst mich kurz rechnen, mit 8 Channels machen, wenn ich will. Also ich könnte hier auf der Behringer Wing 8 Channels anlegen mit jeweils 10 Plugins drauf. Und das ist krass. Und damit sage ich, ich hoffe, es hat euch heute wieder gefallen. Lasst ein Like da. Vielen Dank fürs Einschalten. Es gibt noch mehr neue Features in der Firmware 12. Ich werde noch ein paar andere Videos auch dazu bringen. Macht's gut, bis dahin, euer Basti.